Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Ja, als gebürtiger Solinger bin ich froh, mal wieder im Zoo in Köln zu sein. Ist ja nah bei meiner Heimatstadt. Und ich habe natürlich von Kindesbeinen an die Entwicklung dieses Zoos verfolgt. Und jetzt als Artenschutzbeauftragter des Loro-Park darf ich sagen, gerade hier in diesem tollen Hippodrom, wo wir sind, achtet mal auf die Geräuschkulisse, auf die vielfältigen Vögelstimmen, die man hier hört. Da kann man sehr gut verdeutlichen, wie sich die Tiergartenbiologie in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat. Ich habe noch die Flusspferde gesehen, wie sie in alten Elefantenhaus in einem winzigen Betonpool gelebt haben und auch einen ganz geringen Langteil hatten. Und man muss sich mal davon überzeugen, wie toll die Lebensraumausschnitte, die Habitatausschnitte jetzt hier sind. Das heißt, als Besucher bekommt man den Eindruck von der Atmosphäre in diesem Lebensraum und wird dadurch noch viel, viel stärker sensibilisiert für die Schönheit der Natur und unserer Mitgeschöpfe. Wenn man alleine die Erdferkel anguckt, ganz tolle Tiere, die nachtaktiv sind, die ganz hervorragend vorbildlich präsentiert werden hier, indem man die Schlafhöhle durch eine Glasscheibe für die Besucher einsehbar macht. Und schon kann man die tollen Tiere auch außerhalb ihrer Aktivitätszeiten, die zudem auch tagsüber umgepolt werden können, mit bestimmten Fütterungszeiten, kann man die Tiere jetzt schon bewundern. Also wie gesagt, eine wahnsinnige Atmosphäre, und als Tiergärtner und als Naturliebhaber bekommt man durchaus Gänsehaut, wenn man eine so schöne Anlage betritt. Wir sind hier an der Anlage der Nilkrokodile, die ganz habitattypisch in derselben Halle, wie auch die Flusspferde untergebracht sind. Und was wir hier sehen, ist der klassische Lebensraumausschnitt, wie wir in den modernen Zoos heute zunehmend sehen. Und was hier sehr, sehr liebevoll integriert ist, ist dann tatsächlich die Situation, wie es vielen Menschen in Schwarzafrika, wo die Nilkrokodile Gott sei Dank noch oder teilweise wieder heimisch sind, das Zusammenleben sehr schwer machen. Man sieht hier dezent Hinweise auf die potenziellen Mensch-Tier-Konflikte, Danger, in Swasiland, wo der Kölner Zoo Partnerschaftspartnerprojekte hat, wo gemäß dem One-Plan-Approach to Conservation so neben dem Ex-Situ-Erhalt durch Aufbau von Populationen in Menschenhand auch der In-Situ-Naturschutz vor Ort unterstützt wird. Gleichzeitig auch Menschenschutz übrigens durch Miteinbindung der Menschen wird eben hier hervorragend durch diese Silhouette darauf aufmerksam gemacht. Denn natürlich sind Leute, die in der Nähe, Menschen, die in der Nähe der Flussufer und der Seen leben, gefährdet durch Flusspferde. Übrigens, Flusspferde sind die Wildtierart in Afrika, wo am meisten Menschen durch ums Leben kommen. Und auch durch Krokodile, eben wenn man nah ans Wasser geht und eben entsprechend am Wasser zu wirtschaften hat und ufernah. Und entsprechend werden die Naturschutzprojekte, die der Kölner Zoo und andere moderne Zoos unterstützen, ziehen die Loro-Park Foundation natürlich auch immer die Menschen vor Ort mit ein. Das heißt, die Menschen profitieren vom Schutz der Tierwelt und der Natur. Zum Beispiel trägt der Kölner Zoo in Swasiland dazu bei, dass Uferabschnitte von Tieren gezielt abgetrennt werden, sodass dort Schutzzonen für den Menschen geschaffen werden, wo der Mensch eben problemlos ans Wasser gehen kann. Also das sind ganz fortschrittliche Konzepte, zu denen ich den Kollegen hier im Kölner Zoo unbedingt gratulieren darf. Es gibt hier nicht nur einen Kölner Dom, es gibt hier auch einen Hippodom, der absolut sehenswert ist.
den Zoologen, aber sicherlich auch jeden normalen in Gänsefüßchen-Besucher an einer solchen Ausstellung, an einem solchen Themenhaus wie hier im Kölner Hippodrom auch begeistert, ist die Vielfalt der Tierwelt und der Pflanzenwelt auch, die man antreffen kann. Wir finden hier Wirbellose und darüber hinaus Vertreter aller 5 Wirbeltierklassen. Wir finden die Flusspferde als Säugetiere oder auch die Rodrigues-Flughunde, die da drüber hängen und durch die Urwaldgipfel sozusagen fliegen. Wir finden verschiedene Vögel. Wir finden Reptilien, mit den Krokodilen natürlich auch, oder hier ist ein Terrarium mit einer Hausschlange. Wir finden Amphibien, hier ist ein wunderschöner, eindrucksvoller Grabfrosch ausgestellt. Eine ganz tolle Art, die einfach viel zu wenig Beachtung findet. Und gerade der Kölner Zoo tut sich hervor, gerade mit seinem Kurator Thomas Ziegler im Aquarium, dass diese so vernachlässigten Wirbeltierklassen, Amphibien, Reptilien, Fische, noch zu viel mehr Geltung kommen, denn sie gehören dazu und sind gerade die Amphibien hochgradig bedroht weltweit. Und natürlich auch die Fische, die hier den Lebensraum mit den Krokodilen teilen und ihnen wahrscheinlich der Bequemlichkeit halber nicht zum Opfer fallen, weil warum soll ich Fische fangen, wenn ich regelmäßig gefüttert werde? Also ein ganz, ganz tolles Haus. Was aus Sicht des Natur- und Artenschutzes auch ganz wichtig ist, sind Informationen wie diese hier. Schutz durch Nutzung Krokodilprodukte. Man kann Krokodile, die ja weitgehend ausgerottet waren oder viele Arten kurz vor der Ausrottung standen, durch Nutzung durchaus auch schützen. Wie soll denn die Bevölkerung in ärmeren Ländern ihre Existenz gestalten, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre natürlichen Ressourcen, was wir hier in Europa auch machen, entsprechend zu nutzen. Es muss natürlich nachhaltig sein, es darf nicht zulasten der wildlebenden Bestände sein, aber warum soll man nicht Krokodile beispielsweise farmen, um eben entsprechend die Produkte gewinnen zu können? Das alles nur als Denkanstöße. Wir können die Natur nur zusammen mit den Menschen schützen, die sind bedroht auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine Chance dasteht. Aber die Bevölkerung muss eine Motivation bekommen. Und da sind die zoologischen Gärten, der Kölner Zoo und natürlich auch der Loro-Park sind ideale Botschaften für die Bedürfnisse der Wildtiere und für die Möglichkeiten zu ihrem Schutz. Und sowohl Loro-Park Foundation als auch Kölner Zoo und andere moderne Zoos haben eben auch In-situ-Projekte, wo man sich eben auch vor Ort in den Arealstaaten, in den natürlichen Lebensräumen der Tiere um die Tiere und um die Menschen kümmert, in ganzheitlichem, wirklich nachhaltigem Sinne. Sehr spannend aufbereitet ist hier auch ein Bereich aus dem Tiermanagement, Hippos Zahnpflege. Wenn wir Tiere managen, vor allen Dingen ex situ, aber in situ natürlich auch, weil die Erfahrungen aus der Tiermedizin, aus den ex situ Haltungen lassen sich in die natürlichen Lebensräume, in die Schutzprojekte übertragen. Aber wenn wir sie managen und managen müssen, gehört dazu auch die Pflege und dazu gehört in Menschenhand auch die Zahnpflege. Das ist aber nicht der Grund oder nicht alleine der Grund, warum ich jetzt hier stehen bleibe, sondern ganz toll finde ich, dass man hier auch mal ein solches Stück Flusspferd, Hippozahn anfassen kann. Das bringt mich nämlich zu einem Problem, was wir mit den Vulnerable, mit den leicht gefährdeten, relativ gering gefährdeten Nilpferden afrikaweit haben. Das ist zum einen natürlich die Mensch-Tier-Konflikte, die immer wieder dazu führen, dass auch Tiere geschossen werden. Zum anderen nimmt auch die Nachstellung durch Wilderei, durch illegalen Abschuss zu, weil seit 1989 der Elefantenelfenbein auf den Index gekommen ist und nur noch ganz schwerlich zu handeln ist, eben leider illegal. Wie wir wissen, gibt es diese Märkte immer noch. Greift man eben auch auf Walross, Stoßzähne oder eben auch auf die Eckzähne der Flusspferde zurück, weil die eben ebenfalls aus diesem elfenbeinartigen Material bestehen. Also Bedrohungen, über die wir uns immer wieder im Klaren sein sollten, wo wir in unseren wohlhabenden Ländern eine Verantwortung dafür haben, für die Tiere in ihren Herkunftsländern, für deren Schutz zu werben und gleichzeitig der Bevölkerung vor Ort Möglichkeiten zu geben, gemeinsam mit diesen Tieren in den natürlichen Lebensräumen leben zu können, ohne sie zu übernutzen und ohne die Lebensräume zu zerstören.
vergesst jetzt nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal, das ist völlig kostenlos.